Einen wunderschönen guten Tag. Ihr Schuppenhof von VR, ich bin Mutensen und wir sind wieder in der Pico unterwegs. Draußen ist es schon wieder ein bisschen, seht ihr das, in Hamburg ist total bewölkt. Deswegen hier auch der Color Pass Tour, ja, so leicht grisselig. Aber darum geht es heute gar nicht. Wir reden über Red Matter 2. Red Matter 2 ist nämlich heute Nacht für die Pico erschienen. Ja, heute Nacht um 4 Uhr oder so. Ich habe gleich meinem besten Freund bei Vertical Robots, das sind die Entwickler, geschrieben, ey, es ist draußen. Und er hat zurückgeschrieben, ja, ich weiß, ich bin gerade in LA angekommen. Die sind nämlich bei den Game Awards, aber er hat mir netterweise sofort einen Code geschickt. Meine Freunde, ich habe schon mehrere Stunden jetzt mit diesem Video verbracht und Dinge gemacht, aber ich fange mal von vorne an. Red Matter und Red Matter 2 ist eine fantastische Science-Fiction, ein klassisches Abenteuer im Prinzip, ja. Und ich hatte die Gelegenheit, den zweiten Teil jetzt im August, 2 Wochen bevor er sein Debüt auf der MetaQuest 2 hatte, durchzuspielen. Ja, fantastische Situation. Ich kann ein Spiel durchspielen und dann habe ich auch noch Zeit, um ein ausführliches Review zu machen. Und das habe ich gemacht. Deswegen werde ich heute inhaltlich auf Red Matter 2 gar nicht mehr viel eingehen. Wenn euch das interessiert, wenn ihr wissen wollt, was für ein Spiel das ist, dann verlinke ich euch jetzt hier oben, ja, guckt mal dahin, einfach das Video, was ich darüber gemacht habe, ja, ein Review zur MetaQuest-Version. Inhaltlich sind die Spiele natürlich identisch, ist genau dasselbe. Red Matter ist neben der Tatsache, dass es ein wunderschönes Spiel ist, aber auch bemerkenswert, weil es das bestaussehendste Mobile-Game ist, das man jemals gesehen hat. Die PC-Version unterscheidet sich auch nicht großartig grafisch von der Quest-Version und selbst die sieht für PC-Verhältnisse auch überragend aus. Ja, also das heißt schon was. Red Matter benutzt so viel Technologien auf der MetaQuest, von denen ich gar nicht vermutet hatte, dass sie möglich sind. Ich bin ja 3D-Artist, ja, mich interessiert das auch immer sehr technisch und deswegen habe ich noch ein zweites Video gemacht, wo ich mir Red Matter vorgeknöpft habe und ein bisschen allgemein, aber auch speziell über Red Matter geredet habe, was diese ganzen fantastischen Grafikeffekte in Red Matter bedeuten. Ja, warum können die Reflections machen und sogar Raytracing, ja, kein Scheiß. Red Matter hat Echtzeit Raytracing drin. Und wie geht das alles? Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Das verlinke ich euch jetzt auch hier oben rechts. Zack. Und das guckt euch bitte auch mal an, wenn ihr ein bisschen Vorwissen braucht, um dieses Video hier jetzt interpretieren zu können. Wie gesagt, ich gehe jetzt gar nicht mehr großartig auf das Spiel ein, sondern nur noch darauf, was macht die Pico 4 Version dann anders. So, eine Geschichte macht die Pico 4 Version schon anders. Ihr kennt das ja. Wir haben hier ein bisschen fortschrittlichere Technik drin im Verhältnis zur MetaQuest. Ja. Wir haben erstmal andere Linsen, die machen ein klareres, größeres Bild. Wir haben ein größeres Field of View. Ja, das ist eigentlich fast schon wie bei der Index, deutlich größer. Und das ist natürlich ein angenehmeres VR-Erlebnis. Aber der Prozessor, der hier drin ist, der ist zwar genau derselbe wie in der MetaQuest. Es ist ein XR2-Prozessor. Allerdings läuft er hier mit höherem Takt. Auf der MetaQuest ist er deutlich runtergetaktet aus verschiedensten Gründen, thermische und Akkulaufzeit. Und hier in der Pico 4, da hat er ein bisschen mehr Auslauf. Witzig ist auch, dass die Entwickler, ich hatte sie halt konkret gefragt, ey, wie wird denn die Pico 4 Version, hat die Unterschiede? Übrigens, ich rede die ganze Zeit über die Pico 4 Version, das ist aber die Pico Version, ja? Also, Red Matter 2 gibt's nicht nur für Pico 4, sondern auch für Pico, Neo, 3 Link etc. Ja, also im Hinterkopf behalten. Ich teste jetzt aber nur die Pico 4 Version. Der hatte mir schon geschrieben, was die Unterschiede sind zur MetaQuest Version und dann haben sie es auch nochmal offiziell getweetet, während die MetaQuest-Version dynamisches Forward Rendering hat. Also zum Rand hin wird eine geringere Auflösung und weniger Shader-Effekte etc. gerechnet, damit man einfach ein bisschen Performance spart. Ja, in der Mitte ist das Bild dann gut. Sie haben hier ein ganz moderates Forward Rendering bei der MetaQuest-Version. Bei der Pico-Version haben sie ein relativ hartes. So, dann ist vielleicht ein bisschen besser zu erkennen. Dann haben wir Subsampling. Ja, Subsampling ist auch wichtig, um Jittering-Effekte zu vermeiden etc. Das ist bei der Quest eingeschaltet, bei der Pico 4 wiederum erstaunlicherweise nicht. Außerdem Anti-Aliasing. Anti-Aliasing ist auch wieder ein Trick, um Auflösungsproblematiken zu umschiffen. Ja, wenn ihr einen weißen Pixel habt und daneben schwarzen, dann ist das bei geringer Auflösung halt, kommt es so zu diesen klassischen Treppchenbildungen im Bild. Ja, ihr kennt das vielleicht. Und das kann man verhindern, indem man
zwischen diese beiden Pixel quasi noch einen grauen klemmt. Das ist jetzt ganz primitiv erklärt sozusagen, aber dann entsteht eine weiche Kante an diesen Pixeln und das ist eine Technik, die kann man machen, dann wird das ganze Bild aber insgesamt auch ein bisschen weicher, ja. Wenn man insgesamt nicht so viel Auflösung hat, macht sich das sehr bemerkbar. Das Bild wird dann blurriger. So, bei der Quest haben sie hier einen Faktor 4 bei einer speziellen Anti-Aliasing Art, die heißt MSAA. Und bei der Pico haben sie nur Faktor 2. Im nächsten Absatz erklären sie aber auch warum. Denn bei der Quest wird das eigentliche Bild mit 1205 mal 1444 Pixeln berechnet und dann auf die Original Hardware-Pixel-Größe des Displays hochgestretched. Genau, das passiert. Original hat die Quest ja, oh Gott, lass mich nicht lügen, 1900 mal 1800 Pixel oder so. Oh, genau weiß ich den Wert jetzt nicht mehr. Aber das wird halt hochgestretched und dadurch natürlich ein bisschen geblurrt. Das ist übrigens ganz normales Vorgehen. Ja, das macht nicht nur Red Matter, sondern jedes Quest-Spiel. Wenn ihr also Leute trefft, die immer sagen, oh, die Quest hat doch fast 2 mal 2000 Pixel. Ja, hat sie. Aber die Spiele nicht, ja, nie. Deswegen sind die immer unschärfer, als wenn man jetzt am PC spielt oder so. In den meisten Fällen ist das aber vollkommen okay. Auf der Pico 4 wiederum wird dieser Bereich mit 1872 mal 2060 berechnet. Auch die Pico 4 hat ein paar Pixel mehr, nämlich 2120, glaube ich, mal 2120, aber hier erreichen wir fast die Original-Pixelanzahl. Das ist ein interessanter Wert. Und hier seht ihr nochmal die kleinen Pictures, die stellen die tatsächlich berechnete Bildgröße dar, ja, im Verhältnis. So, das bedeutet, das Bild auf der Pico wird dann auch noch ein bisschen hoch gestretched, aber nicht mehr so viel und sollte deswegen markant schärfer sein. Bin super gespannt. Red Matter 2 auf der Quest läuft mit der maximal möglichen GPU, das ist die Grafikeinheit im Chip von 490 MHz. Auf der Pico können Sie 587 MHz benutzen. Ich weiß gar nicht, in Prozent ausgedrückt, könnt ihr euch mal selber ausrechnen, 1205 mal 1440 versus 1872 mal 2060. Ich würde mal grob überschlagen, das ist schon zu 30-40% höhere Auflösung, wenn nicht sogar mehr. So viel die Theorie. Ja, das ist der interessante Fall. Jetzt bin ich aber auf ein lustiges Problem gestoßen. Ich wollte nämlich gerne euch jetzt ein Vergleichsvideo machen. Ja, hier guckt mal eine Aufnahme von der Quest und eine Aufnahme von der Pico. So, bei der Geschichte habe ich allerdings entdeckt, und das ist ein bisschen eine Schweinerei. Ich habe ja hier beim Screencast natürlich eingestellt, Auflösung hoch, sprich 1920 x 1080. Das ist auch die Auflösung, mit der ich auf der Quest Sachen aufnehme. Auf der Pico tut er das aber gar nicht. Ich habe jetzt festgestellt, dass die Auflösung meiner Videos, die hier rauskommen, lediglich 1440 x 800 sind. Warum auch immer. Ich bin wirklich verwirrt und nicht sicher, ob das erst nach dem letzten Update oder so wieder so war. Das muss oder kann ich jetzt nicht eruieren. Aber das Verrückte ist, ich kann euch jetzt zwar ausführlich schildern, wie Red Matter besser aussieht, aber so richtig zeigen in Videoform im Direktvergleich zur Quest, schwierig. Das vorneweg. Wie gesagt, ich habe schon mehrere Stunden damit verbracht und meine Vergleiche eigentlich schon gemacht, bis ich auf einen interessanten Punkt gestoßen bin, nämlich den mit dieser Videoauflösung. Und dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was? Jetzt guckst du auf jeden Fall auch nochmal in die Quest-Version rein und vergleichst das nochmal direkt. Und ich finde es vollkommen verrückt, was mit unseren Gehirnen passiert. Machen wir mal hier weiter. Denn ich hatte die Quest-Version als wirklich brillant und hochauflösend in Erinnerung. Ja? Und jetzt, wo ich das nochmal direkt durchgetauscht habe, musste ich entdecken, dass die Quest-Version wirklich markant weniger Auflösung hat, was ich echt nicht erwartet habe. Ich habe immer gedacht, sie sieht brillant aus und tut sie auch. Aber hier auf der Pico ist es extrem viel schärfer. So, der Teil, wo ich aus der Rakete aussteige und dann die ganzen Texturen und alles beurteile und erzähle, warum was gut ist und so. Wie gesagt, den gibt es in einem Technik-Demo. Ich bin jetzt hier einfach nur in diesem Raum, um euch die Unterschiede der Pico-Version zur Meta Quest 2 Version zu zeigen. Mehr gibt es eigentlich für mich nicht zu tun, denn alles andere habe ich schon erzählt. Wie gesagt, die Auflösung ist markant höher. Aber es gibt ja auch einen interessanten Faktor, der mich auf der Quest gar nicht so angesprungen ist. Ich habe es schon erwähnt, dieses Forward Rendering, ja, also dass es zum Rand des Bildes hin krisseliger wird, das ist hier deutlich sichtbarer. Auf der Quest
ist die Gesamtauflösung nicht so hoch, sodass ich das gar nicht wahrgenommen habe. Jetzt, wo ich nochmal reingeguckt habe, ja, auch auf der Quest gibt es überall so permanentes Jittering, aber da ist es so gleichmäßig verteilt, dass es einem nicht so anspringt. Und hier merkt man das jetzt sehr deutlich. Passt mal auf, ich guck mal hier diese kontrastreichen Flächen an. Da seht ihr ja sehr helle Flecken auf diesem goldenen Hintergrund, ne? Und genau das ist so ein Punkt, wo dieses Anti-Aliasing eigentlich greift, nämlich sehr weißer Punkt und daneben dunklerer Punkt, ja. Was so ein bisschen am Rand flimmert, das sind halt die Anti-Aliasing-Versuche, nämlich da noch einen farbigen Punkt dazwischen zu klemmen, der es ein bisschen weicher macht. Klappt hier nur ungefähr. Also mit vierfachen Anti-Aliasing wäre das ein bisschen besser. Allerdings wäre der Gesamteindruck der Grafik dann wieder ein bisschen matschiger. Erinnert euch aber bitte dran, alles was ich heute erzähle, ist Jammern auf grandios hohem Niveau. Ja? Dieses Spiel ist der absolute Gott unter allen Spielen. Und ich vergleiche jetzt wirklich zwei Götter miteinander. Auch auf der Quest, bei wesentlich geringer Auflösung, ist es ein fantastisches Spiel. Und auch technisch einfach atemberaubend. Nur hier ist es halt noch besser und gleichzeitig, aber auch anders. Passt mal auf. So, guckt mal weiter hin. Denn auf der Pico, das müsst ihr jetzt im Video eigentlich gut wahrnehmen können, wenn ich jetzt diesem Bereich zum Bildrand hin bewege, so, ich muss jetzt mit meinen Augen ziemlich angestrengt nach oben gucken, sonst würde ich es gar nicht wahrnehmen, aber ihr seht es jetzt, es ist richtig pixelig, ne? Das ist der Forward Rendering Bereich, ja? Das kriegt man normalerweise nicht so richtig mit, weil das in der Peripherie der Augen passiert und das spart halt Rechenzeit, weil nur im Zentrum des Bildes das maximal berechnet wird. So, aber auch im Zentrum des Bildes, ihr seht es vielleicht hier am Bett, ist nicht alles total sauber, ja, also auch hier gibt es so ein bisschen Geflicker und Geflacker und so, ja, also da hätte man eigentlich besseres Anti-Aliasing oder noch höheres Subsampling gebraucht, aber das geben diese Mobile Chips nicht her. So. Was ihr jetzt aber einfach mal so hinnehmen müsst, das Bild ist halt brillant. Das ist jetzt alles ein bisschen minimal jittert und so, fällt mir jetzt hier markant mehr auf als bei der Quest, aber weil ich nochmal den direkten Vergleich gemacht habe, es ist auch bei der Quest so, nur mit gleichzeitig geringerer Auflösung, was wirklich verrückt ist. Bei der Quest nehme ich allerdings dieses Forward Rendering, ich zeige es euch jetzt extra nochmal hier oben im Bildteil, nicht so wahr. Ja, dadurch, dass sie da andere Interpolation haben und höheres Subsampling und so, dadurch nimmt man diesen Übergang zum Forward Rendering nicht wahr. Ja, also das ist ein merkwürdiger Eindruck. Ich nehme hier in der Peripherie meine Augen, also ich muss wirklich mich anstrengen, um da oben hin zu gucken, und weil die Pico insgesamt eine höhere Auflösung hat und ein klareres Bild, nehme ich hier plötzlich den Bruch zwischen absolute Schärfe und da oben nicht so scharf. Das ist übrigens auch theoretisch rechts und links vom Bild, aber das ist wirklich nur ein winziger Bereich. Dadurch nehme ich das einfach mehr wahr. Ja? Und für mich wirkt das Bild, obwohl es doll schärfer ist, insgesamt immer noch so ein bisschen unruhig. Ich achte jetzt halt in diesem Moment extrem drauf und deswegen ist es das Einzige, was ich euch hier erzählen kann, denn der Rest ist wie immer fantastisch. Ja, wir haben hier die fettesten Reflection-Varianten, die man in modernen Computerspielen leisten kann. Wir haben sogar, wartet, hier, nochmal, wie gesagt, dieser Laserstrahl, der macht sogar echtes Retracing, also das ist echte Reflexion. Das ist einfach unglaublich auf einem Mobile-Gerät. Und wenn ihr euch jetzt fragt, welches ist die bessere Version, technisch auf jeden Fall die von der Pico. Die ist zumindest hoch aufgelöst. Bin mir aber nicht sicher, ob ich es nicht geil gefunden hätte, wenn sie hier eine Alternative angeboten hätten. Also zusätzlich zu dieser sehr, sehr hohen Auflösung, aber dem recht harten Forward-Rendering-Bereich, ja, wenn ihr zum Beispiel eine lange Brücke anguckt, so, dann merkt man richtig so im Bildbereich, wie die im Augenwinkel, sag ich mal, so ein bisschen jitterig wird, ne? Oder es gibt auch draußen, wo wir gelandet sind, ein paar so Bodengitter oder so. Ja, da merkt man das auch, wenn man anfängt wegzugucken, dann jittern die so rum. Ich glaube, nach einer Weile nimmt man das gar nicht mehr wahr, aber jetzt ist das, worüber ich euch was erzählen kann. Übrigens auch inhaltlich im Spiel, ja, auch sowas hier, dass man durch Gläser guckt und sie haben nicht nur Reflexion, sondern auch Refraktion, ja, also Glasbrechung wird hier auch, das ist natürlich keine echte, ja, das wäre total krasse Physik, aber es ist eine fantastisch und direkten Vergleich wahrscheinlich glaubwürdige Shader-Fake-Geschichte, die Refraktion simuliert. Das haben wir nicht mal bei 90% aller PC-Spiele, weil das einfach
Rechenzeit und Know-how erfordert und sowas machen die hier, ja. Wie man übrigens dieses Wasser hier simuliert, das habe ich sogar in dem Technikvideo exakt erklärt, sehr witzig. Und wie man es runterschmeißen und die Flasche dann zerbricht, das habe ich auch erzählt, wie sie das gehandhabt haben. Mein Kritikpunkt an dem Spiel ist übrigens immer noch, wenn man eine Flasche zerdeppert, macht das einen Ton. Wenn ich hier ein Buch runterschmeiße, macht es leider keinen. Ansonsten gibt es nämlich überall auch total geile Physik. Sowas macht eine Welt in VR natürlich auch sehr lebendig und interessant. Auch so Kleinigkeiten, dass wenn man hier an Wände stößt, dass man nicht einfach reinpiekst, sondern dass sogar die Controller korrekt reagieren, ist einfach absolut brillant. Ja, also dieses Spiel, egal welches Gerät ihr habt, ihr müsst es unbedingt spielen. Am besten auch den ersten Teil noch vorher spielen. Achso, zum ersten Teil übrigens auch ein kleiner Hinweis. Die Pico-Version ist noch nicht, also vom ersten Teil, für Pico 4 optimiert, ja. Die läuft wahrscheinlich auf der Pico 4 noch im verhältnismäßig geringer Auflösung. Das wollten sie erst machen, wenn sie die Red Matter 2 Version für die Pico fertig haben. Und genauso verhält es sich mit den deutschen Texten. Nur in Red Matter 2 gibt es jetzt überall deutsche Untertitel und alle Bildschirmtexte sind deutsch. Ne? Wenn ich hier das lese, wartet mal, zack, 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 dann ist das alles eingedeutscht. Ja, das ist super perfekt. Aber nicht im ersten Teil. Das kommt da auch erst noch. Ja? Also mal als kleine Warnung, natürlich wäre es geil, den zuerst zu spielen und dann den zweiten Teil. Aber der ist technisch noch nicht auf der Höhe auf der Pico, wie diese Version und auch noch nur in Englisch. Ja, das gilt aber tatsächlich nicht nur für die Pico-Version, sondern auch also das Englische für die Quest-Version. So, jetzt haben wir es. In dem Spiel übrigens, ja, man löst sehr viele so kleine physikalische Puzzles etc. Und im zweiten Teil gibt's dann auch noch Action, da wird geballert und so weiter und so weiter. Und man erfährt noch mehr über dieses Mysteriöse, über diese rote Materie und so weiter. Kann ich jetzt noch irgendwas erzählen? Wie gesagt, ich habe jetzt Videos gemacht, wo ich den kompletten Inhalt des Spieles möglichst spoilerfrei besprochen habe, wo ich über jeden Fitzel der Technik hier erzählt habe. Ich hätte mir alternativ allerdings auf der Pico jetzt noch gewünscht, weil die einfach mehr Performance hat. Auch noch eine Variante, die vielleicht weniger Auflösung hat, aber ohne so hartes Vorwärts-Rendering auskommt oder insgesamt total ruhig ist und dafür aber ein bisschen weichgespülter, weil es theoretisch gegangen wäre. Jetzt auf Teufel komm raus, die höchste Auflösung zu haben, aber dafür immer noch so ein bisschen Jittering etc. ist eine interessante Frage. Die gebe ich ja an euch weiter. Ja, auf der PlayStation habe ich das sehr begrüßt. Da hatten wir keine hohe physikalische Auflösung. Und wenn Entwickler starkes Anti-Aliasing eingeschaltet haben, um geringe Auflösung zu kaschieren, dann wurde das Bild wirklich einfach nur krass matschig. Und da habe ich immer gesagt, ja geil, mach mal so eine Zwischenlösung, so ein bisschen Anti-Aliasing, dass es sich scharf anfühlt. Und das sorgt dann halt auch so für sehr viel Gejitter. Aber auf der PlayStation habe ich das in Kauf genommen. Da musste man einfach Kompromisse machen, fand ich okay. Und hier ist jetzt die Frage, weil wie gesagt, bei der deutlich geringeren Auflösung von der MetaQuest habe ich im Sommer noch gedacht, wie geil sieht das denn aus? So, nicht gedacht, dass irgendwie ein paar Monate später ein Gerät rauskommt, was dann einfach mal deutlich höhere Auflösung fahren kann bei einer Mobile-Brille. Aber jetzt ist es soweit. Und jetzt haben wir so das Ding, ja? Höhere Auflösung um jeden Preis. Ist es geil oder nicht? Das frage ich euch. Das frage ich jetzt euch. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Schreibt mir sowieso was in die Kommentare. Ich freue mich immer. Ich hoffe, ich habe jetzt an dem Spiel nichts vergessen, was ich zur Pico-Version noch zeigen kann. Ich bin jetzt hier aber erst eine Stunde weit gekommen. Noch nicht mal, glaube ich, 45 Minuten. Also, wie es weitergeht, weiß ich. Ob es sich hier in dem Spiel genauso gut anfühlt. Ich denke, ich kann das jetzt schon mit Ja beantworten. Also alles fühlt sich genauso an wie auf der Quest und das war fantastisch. Das war's von mir, Motensen, Mofan VR. Ich freue mich auch über ein kleines Däumchen unter diesem Video und abonniert gerne den Kanal. Besonders wenn ihr Technik interessiert seid, dann seid ihr hier nämlich genau richtig. Das ist etwas, was mich auch interessiert und was ich bei allen Spielevergleichen auf verschiedenen Hardware-Plattformen natürlich immer so ein bisschen rausarbeite, weil ich interessant finde, inwieweit das funktioniert. Und wenn ihr mal jemanden trefft, der sagt, auf Mobile-Brillen, da gibt's ja nur so alberne Cartoon-Grafik, dann zeigt ihr mal bitte Red Matter und Red Matter 2
und fragt ihn, ob er sowas auf dem PC in letzter Zeit schon mal gesehen hätte. Und die Antwort müsste eigentlich ein bisschen peinliches Rumgedruckse sein, ja. Denn nur ein paar AAA-Titel auf dem PC haben diese Grafikqualität, ja. Das ist einfach eine Tatsache. Und es liegt nicht daran, dass der PC das an sich nicht kann, sondern auch, dass einfach nicht so viele Entwickler so wahnsinnig talentiert sind. Und das Verrückte ist, dass das Entwicklerteam hier im Kern nur aus 2 Leuten besteht. Dann haben sie noch 2 Leute, die die 3D-Grafik machen, ja, die also nur partiell dabei sind. Und dann noch jemanden für die übrigens bombastische Musik und Geräusche, ja, und jemanden, der an der Story schreibt. Die sind immer nur partiell bei der Entwicklung dabei. Das Kernteam sind echt 2 Leute. Und das alleine ist schon das Bemerkenswerteste, was ich überhaupt rausfinden konnte über den Entwickler und über dieses Spiel. Wir werden mal gespannt sein. Die nächste Version, die ich mir angucken, ist dann garantiert für die PlayStation VR 2. Die sollte dann einfach nur noch perfekt sein. Und damit bin ich raus. Bis dann zum Mutanzen. Mofan VR. Bin für euch da. Bye bye.